Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause Brötchenräder selber backen könnt. Ideal für Buffets oder auch Grillabende. Zum einen backen wir ein Zwiebelrad und zum anderen ein Käserad. Als erstes die Zwiebeln abziehen, anschließend in feine Streifen schneiden, etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin ein paar Minuten glasig dünsten, danach zur Seite stellen. Als nächstes ein Würfel Hefe in einem hohen Gefäß zerbröseln, dann 125 ml Wasser dazu gießen, 125 ml Milch, beides sollte lauwarm sein, einen Esslöffel Zucker dazugeben und das Ganze mit einer Gabel oder einem kleinen Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben. Eine Rührschüssel hernehmen, dann 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, die Hefemilch dazu gießen und außerdem ein Ei dazu. Alles mit den Händen oder einer Küchenmaschine ca. 5 bis 10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Anschließend etwas Olivenöl auf einer Arbeitsfläche verstreichen. Den Teig anschließend einmal halbieren. Die eine Hälfte auf der geölten Arbeitsfläche von außen nach innen ziehen, kurz nochmal durchkneten und anschließend zu einer Kugel formen. Dann in eine Schüssel geben und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 bis 45 Minuten ruhen lassen. Die andere Teighälfte wieder zurück in die Rührschüssel geben, dann die glasig gedünsteten Zwiebeln und ca. 50 Gramm Röstzwiebeln dazugeben, nochmals 2 bis 3 Minuten durchkneten, bis sich alle Zwiebeln im Teig verteilt haben. Dann etwas Mehl auf der Arbeitsfläche verteilen. Der Teig ist jetzt etwas feuchter durch die Zwiebeln. Die Hände etwas einmehlen und dann, wie gerade auch, von außen nach innen ziehen und eine Kugel aus dem Teig formen. Ebenfalls in eine Rührschüssel geben und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 bis 45 Minuten ruhen lassen. 2 Springformen dann mit einer Flocke Butter einfetten. Als nächstes eine Waage hernehmen und dann 14 gleich große Stücke aus jedem Teig formen. Für das Käserad habe ich hier 30 Gramm pro Stück, für das Zwiebelrad 40 Gramm. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Augenmaß machen, aber mit der Waage geht es halt deutlich einfacher. Aus jedem Teigstück anschließend kleine Kugeln formen, einfach die Kugeln mit den Handflächen rund wirken. Anschließend jede Teigkugel in geschmolzener Butter wenden und dann in die eingefettete Springform geben. Immer 4 Teigkugeln in die Mitte platzieren und alle anderen mit etwas Abstand zueinander rundherum. Danach mit einem Küchentuch bedeckt für weitere 30 bis 45 Minuten lang ruhen lassen. Für das Käserad anschließend noch etwas Raspelkäse auf den aufgegangenen Teigkugeln verteilen, ruhig großzügig. Für das Zwiebelrad ein Ei mit einem Esslöffel Milch oder Sahne verquirlen und das Zwiebelrad anschließend damit einstreichen.
und danach im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für ca. 15 bis 20 Minuten lang backen. So sieht das Käserad dann aus. Etwas abkühlen lassen, danach die Springformwand entfernen. Jetzt reißen wir mal eins raus. So sieht es dann aus. Wunderbar knusprige Käsekruste. Und innen ganz weich und fluffig. So sieht das Zwiebelrad danach aus. Schön braun. Dadurch, dass wir sie eingefettet haben vorher und einmal rundherum durch Butter, lassen sie sich wunderbar voneinander lösen. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.